Auch Fathers Frontier schickt sich an, die durch Ubisoft gerissene Lücke im Aufbaustrategiebereich zu füllen. Nach anfänglichem Hype wurde es aber wieder schnell ruhig um dieses Spiel. Doch Entwickler Crate Entertainment kontert nun mit seinem ersten großen Game-Update und das schauen wir uns heute im Detail mal an. Erstes Update ist natürlich nicht ganz richtig, denn Fathers Frontier hat in seinen ersten 2 Monaten nach dem Early Access Release bereits 4 Updates und entsprechende Hotfix spendiert bekommen. Mit der nächsten kommenden Version 0.8 wird aber zum großen Rundumschlag ausgeholt. So erhaltet ihr zum Beispiel durch neue Dekorationsgebäude diverse Möglichkeiten, eure Siedlung zu verschönern. Genauer gesagt sollen Zierbäume, Blumenurnen, Bankplätze, neue Zauntypen und noch mehr ins Spiel integriert werden. Insgesamt sollen es ganze 12 neue Gebäude sein, welche mit späteren Updates zudem weiterhin erweitert werden. Neben den Deko-Gebäuden wird es auch ein neues Unterhaltungsgebäude in Form der Festival Pole oder Festivalstange geben. Durch dieses Gebäude erhaltet ihr eine zusätzliche Möglichkeit, die Unterhaltungsbedürfnisse eurer Bevölkerung zu stillen, was diesen ganzen Sachverhalt etwas entschärfen soll. Da einigen Spielern der Einstieg in Fathers Frontier schwer gefallen ist, wird der Tutorial-Part ausgebaut. Alles von Getreidefeldern und Fruchtfolgen bis hin zu Handelsposten und Gebäudereparaturen sollen deutlich detaillierter erklärt werden. Auch die KI erhält ein Update, wodurch die Märkte besser bestückt werden sollen. Dadurch sollen eure Bürger effizienter werden und insgesamt weniger Zeit für ihre Aufgaben benötigen. So sollen nun auch Bewohner mit temporärer Unterkunft Aufgaben als Wachen oder Jäger erfüllen können und trotzdem auch bei ihrem Haus vorbeischauen können, um Waren einzulagern, was wiederum nicht, wie bisher, verhindert hat, dass Häuser modernisiert wurden. Patch 0.8 überarbeitet auch das Statistikfenster von Wohnhäusern, um besser erkennbar zu machen, was noch bis zum nächsten Stufenaufstieg benötigt wird, da dies bisher oft nicht eindeutig war. Darüber hinaus können Kühe nun auf Feldern grasen, um die Fruchtbarkeit zu verbessern. Dies kann aber auch dazu führen, dass euch die Kühe die Ernte wegfressen, wie es zum Beispiel bisher schon Rehe tun. Schließlich erzeugen Scheunen jetzt während der Wintermonate Abfall, welches als zusätzlicher Kompost zu den Komposthöfen transportiert werden kann. Auch die Bauarbeiterobergrenze von 100 wird ersatzlos gestrichen. Zudem sollen durch weitere KI-Updates der Bau von Gebäuden zügiger vonstatten gehen können. Die sogenannten Raids werden auf den Schwierigkeitsstufen Pioneer und Trailblazer etwas entschärft, dafür auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad erhöht. Die Unterhaltungsanforderungen wurden komplett neu gebalanced und sollen so logischer sein. So soll es jetzt leichter fallen, die Dorfbewohner mit Theatern, Kneipen und der jetzt neuen Poolstange zu unterhalten. Auch grafisch tut sich was, so wurde der Shader für Schnee verbessert und soll vor allem weniger FPS schlucken. Obendrein werden natürlich auch einige Bugs gefixt. Wer sich hierzu einlesen möchte, dem verlinke ich den Changelog in der Videobeschreibung. Game Update 08 soll bis Ende Oktober in Form eines öffentlichen Playtests veröffentlicht werden. Sollte hier alles glatt laufen, könnt ihr mit einem Release im November rechnen. Wollt ihr noch mehr News zu Fathers Frontier oder Manor-Lords, Anno und die Siedler? Dann lasst doch ein Abo da und ich informiere euch gerne weiterhin über diese Spiele aus diesem Sektor.